Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus Psalm 119, Vers 81. Und mit einem Ausdruck von Sehnsucht. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich sehne mich nach Rettung, nach all dem, was das Heil in dir, Herr, beinhaltet. Rettung, Vergebung, Zukunft und Hoffnung, wie Jeremia das ausdrückt. Eine neue Perspektive auf mein eigenes Leben, eine neue Gewissheit meiner eigenen Identität. Eine Erneuerung der Beziehung zum lebendigen Gott und daraus fließend auch erneuerte Beziehung mit meinen Mitmenschen. Und so viel mehr, was Gott in seinem Heil uns schenkt. Und wenn ich Jesus angenommen habe, wenn ich mein Vertrauen in ihn gesetzt habe, wenn ich das erlebt habe, ja, er vergibt mir, ja, er nimmt mich an, ja, er spricht sein Ja über meinem Leben, ja, er spricht mir eine neue Identität zu, dann ist das was ich empfangen habe, aber dann ist das auch was meine Sehnsucht anfeuert, so wie der Beter hier sagt, meine Seele verlangt nach deinem Heil. Hier spricht ja nicht jemand, der noch nicht die Rettung empfangen hat, der noch nicht Gott kennengelernt hat und noch sozusagen vor den Toren des Glaubens steht, sondern jemand, der schon im Glauben steht. Das bezeugt er in jedem Vers dieses unglaublich langen Psalms. Aber er sagt ja, ich sehne mich danach, das zu erleben. Ich sehne mich nach der Fülle davon. Neutestamentlich würde ich sagen, ich sehne mich nach der Vollendung dieses Heils, auch in der Ewigkeit. Und diese Sehnsucht ist dann verbunden mit der Hoffnung im zweiten Versteil, ich hoffe auf dein Wort. Ich setze auf dich, auf das, was du sagst, auf das, was du zugesagt hast. Ich empfange deine Verheißungen. Ich empfange die Botschaft des Evangeliums. Ich empfange deine Zusprüche. Ich finde es traurig, manchmal treffe ich Leute, die, wenn sie die Bibel lesen, immer nur den Anspruch hören. Und ja, immer nur die Forderung, was sie auch noch alles tun müssen und wo sie auch noch nicht genügen. Und ja, die Bibel hat viele Herausforderungen an uns und da sprechen wir hier auch von. Aber zuallererst empfangen wir doch den Zuspruch des Evangeliums. Da ist ein Gott, der will sich dir überhaupt mitteilen. Das ist schon mal genug zum Staunen. Der will, dass du weißt, was er denkt, was er fühlt, was er will. Das ist schon ein Geschenk. Aber dann, dieser Gott spricht dir Heil und Heilung zu und Rettung, eine neue Hoffnung, eine neue Identität. All das wüsstest du nicht, wenn Gott es dir nicht sagen würde in seinem Wort. Ja, also manchmal gibt es diese Diskussion, ja, wir haben doch eine Beziehung zu Jesus und nicht zur Bibel. Und ja, unser Glaube ist ein Glaube, der sich auf eine Person richtet, das ist so. Aber wir wüssten von dieser Person nichts Verlässliches, wenn diese Person sich nicht geoffenbart hätte, diese Offenbarung nicht niedergeschrieben wäre in der Bibel. Deshalb, was für ein Geschenk haben wir und was für eine Verheißung und was für eine Hoffnung können wir auch in sein Wort setzen. Ich will dir Mut machen, dich auszustrecken nach dem Heil, was uns Jesus Christus bringt und einzutauchen in sein Wort, was dir eine begründete Hoffnung sein will. Und Herr, ich danke dir, dass du redest. Ich danke dir davon, dass du davon redest, was du für mich schon getan hast und was du tun wirst. Ich danke dir, ich preise dich für dein Heil. Amen.